Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Eines der zentralen Faktoren, damit wir wirklich gesund und fit durch den Alltag kommen, ist sicherlich unsere Schlafqualität. Und wer kennt es nicht, dass er hier und da mal unter Schlafproblemen leidet oder vielleicht unter Atemstörungen, wie auch immer. Joshua Coburg hat eine Methode entwickelt, wie er alle Probleme lösen kann durch seine Neurowissenschaft, und ich freue mich heute sehr, darüber mit ihm sprechen zu dürfen. Hallo Joshua. Hallo Corinna. Ja, jetzt habe ich mit also man muss aber auch fairerweise dazu sagen, du heißt Joshua Coburg und kommst aus Coburg, und das bringt einen wirklich ein bisschen aus dem Konzept. Verwirre deinen Gesprächspartner. Ja, allerdings, ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Genau. Ja. Und jetzt noch nach dem Mittagessen. Ja. Und aber jetzt trotzdem zu dem Thema Schlafen. Ja. Und das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Faktor, was man dann eben auch an so einem Nachmittagstief dann mal erkennt, wenn man die Nacht zuvor nicht gut geschlafen hat. Du als Neurowissenschaftler hast dich ja schon immer mit diesem Thema Unterbewusstsein und diesen Geschichten beschäftigt. Was hast du jetzt genau entwickelt für dieses Schlafthema? Genau, ich bin da eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ja, wir haben eine große Studie 2017 mit der Uni Mainz durchgeführt. Da ging es eigentlich nur um den NEOS in Verbindung mit Sprachtrainings. Ne? Und irgendwann kam dann die Frau Dr. Henz und sagt, ja, also die ganzen EEG-Messungen, die zeigen eigentlich, dass jemand, der Schlafprobleme hat, durch den NEOS einen echten Vorteil haben müsste. Ne? Und dann sage ich, ja, also wir haben ja 35.000 Kunden in der Zwischenzeit. Ich weiß von Tausenden von Kunden, die besser geschlafen haben. Dann sagt sie, ja, und warum wir das nicht erklären, weil das ein Riesenproblem ist. Ne? Ich selber hatte nie Schlafprobleme, muss ich dazu sagen. Deswegen war das für mich nicht so dominant oder präsent. Ne? Und dann kam sie mit einer Studie von der DAK, die sie mir dann hingelegt hat, und hat gesagt, dass 80% der Berufstätigen in Deutschland Schlafprobleme haben. Das war dann eigentlich der ausschlaggebende Faktor, dass wir gesagt haben, da können wir mit dem NEOS wirklich eine Hilfestellung bieten, und darauf haben wir dann eine Studie gestartet und ein komplettes Trainingssystem entwickelt mit der Uni. Cool, 80% schockiert mich jetzt auch die Zahl. Das ist wirklich krass, ja. Also der Berufstätigen, ne? Also die Leute, die quasi Leistungsträger in unserer Gesellschaft sind, die leiden zum großen Teil unter Schlafstörungen. Ja. Hat man das noch differenziert, oder kannst du das aus deiner Erfahrung sagen, was da wirklich die Themen dahinter sind? Also nachdem wir eigentlich mit dem Training eher global rangehen, also wir gehen jetzt nicht der Frage nach, hat jemand ein körperliches Defizit, hat er ein mentales Defizit, sondern wir haben ein System aufgestellt mit dem NEOS, mit dem wir eigentlich an jedes Schlafproblem rankommen. Das war auch der Anspruch bei der Entwicklung von diesem Training. Und was macht der NEOS jetzt, damit er da einfach so dich... Genau. Also ich bin natürlich als Neurowissenschaftler, ich bin ja kein Schlafforscher, ne? Ich bin natürlich von der ganz anderen Seite wieder rangegangen. Ich habe erst mal geguckt, was sorgt denn dafür, dass zum Beispiel Gedankenroutinen nicht beendet werden können? Was sorgt dafür, dass Schlafprobleme von körperlicher Seite kommen? Also was gibt's alles für Ansatzpunkte? Und wenn man das im Gesamtkonzept anschaut, dann haben wir immer eine nicht optimale Regulation unseres Nervensystems. Das ist quasi so der Bestandteil, über den wir körperlich, geistig und auch seelisch irgendwo regulieren oder eben nicht. Und das Spannende ist, viele Leute sagen, ja, also sie können nicht schlafen, weil sie Rückenschmerzen haben. Die nächsten sagen, ich kann nicht schlafen, weil ich Gedankenkreise habe. Ich kann nicht schlafen, weil ich Ärger mit den Kindern habe oder solche, also ganz verschiedene Dinge. Und bei der Entwicklung bin ich dann einfach hergegangen und habe geguckt, mit den Möglichkeiten, die wir haben über den NEOS, wie könnte ich diese drei Ebenen, also Körper, Geist und Seele, in Einklang bringen. Und das war der Ansatz von meinem Schlaftraining, und das ist wirklich sehr spannend, wie das gelungen ist. Wir haben da eine Studie mit 120 Teilnehmern gefahren, und wir haben bei 97% von denen innerhalb von 8 Wochen die Schlafprobleme reguliert. Und zwar völlig egal, woher die kamen. Also da war auch zum Beispiel eine Feuerwehrfrau dabei, die Dreischicht arbeitet, wo man eigentlich sagen müsste, okay, das ist so belastend für den Körper, das kann man gar nicht so schnell regulieren, aber auch das hat funktioniert. Ja. Dreischicht habe ich aber auch in großen Automobilunternehmen, wo ich auch Vorträge halte. Ja. Die sind am meisten, sage ich mal, malträtiert. Okay, absolut. Die früh-spät geht noch, aber Dreischicht, die sind völlig am Boden. Genau. Und wenn die da mal eine Entlastung bekämen, das wäre sicherlich auch für Konzerne mal interessant. Absolut,
absolut. Hast du das auch, dass sich da jetzt mittlerweile schon Konzerne für die Konzepte... Soweit leider noch nicht im Moment. Also wir arbeiten darauf hin. Also wir haben erst im Mai mit der Vermarktung gestartet. Deswegen ist es noch relativ jungfräulich, das Ganze. Ne? Aber wir werden das an größere Firmen jetzt in Kürze auch anbieten. Ne? Weil also wenn man alleine guckt, was da kaputt geht. Also wir reden ja über 1,8% unseres Bruttosozialproduktes geht quasi flöten durch diese Schlafprobleme. Also das sind Milliardenbeträge, ne, die da kaputt gehen. Ja, man sagt ja auch, dass gerade bei Schichtarbeitern weiß man, dass die ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an Diabetes, Übergewicht zu erkranken, dementsprechend auch andere Folgeerkrankungen. Und das ist ja auch das Problem nachher, ja. Diese fängt ja auch bei Schnarchen an. Ja, hast Atemnot, dann Übergewicht, dann Heißhungerattacken durch die Müdigkeit. Also es ist ja wirklich eine Spirale. Genau. Habt ihr das auch schon mal bei Babys, die nicht durchschlafen? Darf man da, das ist noch zu jung, oder? Genau, also da haben wir bisher noch keine Erfahrungen. Also ich glaube, das jüngste Kind, von dem ich jetzt gehört habe, wo es eingesetzt wurde, war 5 oder 6. Ja. Genau. Aber für mich überhaupt erschreckend, dass Kinder überhaupt schon solche Schlafprobleme haben. Also das fand ich ja wirklich spannend, weil ich wirklich auch davon ausgegangen bin, dass das irgendwann im jungen Erwachsenenalter anfängt. Aber wir haben auch wirklich Schüler 16, 17, 18, die durch den Leistungsdruck schon Schlafprobleme haben. Ja, definitiv. Es sind ja auch Muster, die mitbekommen. Klar, dieses hängt ja auch wieder alles miteinander zusammen. Nicht gut genug sein, die Erwartungen nicht erfüllen, sich selber dann den Druck machen. Und heute in dem System sieht man dass da nicht ganzheitlich mit den Kindern wirklich umgegangen wird. Ja. Bei älteren Menschen, da gibt es ja auch oft die Situation, dass die nur noch einen kürzeren Schlafzyklus generell haben. Gibt es da Erkenntnisse darüber, dass die vielleicht dann doch wieder länger schlafen können, tiefer? Ja. Also ich habe mich jetzt natürlich 2 Jahre in das Thema reingebohrt, also mit sehr, sehr viel Literatur. Ich habe auch mit vielen Schlafforschern natürlich Kontakt gehabt. Also bei älteren Menschen kann man ganz klar sagen, dass der Schlafbedarf auch tatsächlich sinkt. Ne? Also das heißt in der Regel, sagen wir mal jetzt ein 65-, 70-Jähriger hat in der Regel eigentlich einen verkürzten Schlafzyklus, ne? Hat aber dafür eher den Bedarf, tagsüber zum Beispiel noch eine Schlafpause zu haben, also so eine Art Siesta oder Powernapping, wie man neudeutsch sagen würde. Aber grundsätzlich in der Nacht schlafen die eigentlich kürzer, was nicht unüblich ist. Ne? Also das ist ein normaler Ablauf eigentlich. Okay. Ja. Du hast ja jetzt zu dem Thema auch ein Buch geschrieben. Genau. Was war da dein Kernthema, für was du da wirklich gebrannt hast oder was du den Menschen mitgeben möchtest inhaltlich? Also was ich in dem Buch gemacht habe, ist, dass ich sozusagen jetzt mal Schlaf von der anderen Seite beleuchtet habe. Also vielleicht um dieses Konzept noch ein bisschen zu erläutern, weil das ist auch der Inhalt des Buches. Also dieses Thema Körper, Geist und Seele ist eigentlich entscheidend. Wenn ich den Körper reguliere, dann zieht das automatisch eine Veränderung der mentalen Situation nach sich und auch der seelischen. Und seelisch, das koppel ich immer gerne ein bisschen aus, weil da haben viele so gleich so einen religiösen Hintergrund oder so. Seele heißt eigentlich nur, das ist die Gesamtkombination aus meinem Denken, Fühlen und meiner körperlichen Befindlichkeit. Ne? Das könnte man so als Seele mal darstellen, also mein Gesamtlebenskonzept. Und das Interessante ist, wenn ich gut schlafe, also wenn ich heute jemanden frage, der keine Schlafprobleme hat und ich frage ihn, was machst du denn, um gut zu schlafen? Dann sitzen die Leute da und überlegen kurz und dann sagen die nix. Ja, also ich mache nichts. Und das ist eigentlich die Antwort auf jedes Schlafproblem. Ne? Das ist wirklich sehr faszinierend. Ne? Und da bin ich natürlich dann jetzt also wenn ich das von der Gehirnseite betrachte, wird es dann interessant, weil wenn ich nichts tue, dann erlaube ich mir das erstmal, dass ich nichts tue. Ich kann relaxen, also ich kann loslassen. Schlaf ist ein kleiner Tod, in Anführungsstrichen. Ne? Also all diese Kompositionen. Und wenn man das dann rückwärts fährt, also wir haben dann diese Studienteilnehmer mit Fragebögen ausgewertet, ne? Und was ganz spannend ist, dass die meisten von denen kein klares Zukunftsbild mehr hatten. Also das heißt, die waren so unter Druck, die waren vielleicht mit der Arbeit gar nicht happy, mit der familiären Situation, mit der finanziellen Situation. Also überall Bereiche, mit denen eine gewisse Unzufriedenheit, eine Verbindung zur Unzufriedenheit war. Und da bin ich eigentlich hergegangen und habe ein Schlaftraining entwickelt mit 7 Schritten. Und durch diese 7 Schritte, die erkläre ich in dem Buch, führe ich dann eigentlich wieder zu einem optimalen Schlafmuster. Also es ist genau genommen eigentlich auch wieder relativ simpel. Okay. Ne? Jetzt hatte ich mal einen Gast da, der hat gesagt, sehr viel therapiert man in seinen Träumen und über die Nacht mit sich selber.
Gab es da Erkenntnisse drüber, dass dann die Themen einfach anders behandelt wurden? Genau. Also jetzt keine konkreten Feedbacks, ne? Aber wir verändern natürlich nicht das Traumleben oder so. Also es ist ja so, wenn man anguckt, zum Beispiel, warum träumt jemand, dann hat er eigentlich einen relativ flachen Schlaf. Also das heißt, keine Dauer-Tiefschlafphasen, sondern der ist eigentlich immer wieder kurz präsent und deswegen erinnert der sich an Träume. Ne? Aber träumen tut eigentlich grundsätzlich jeder. Unser Gehirn ist voll am Arbeiten, die ganze Nacht. Das ist auch etwas, wo wir denken, ja, wir ruhen uns aus, körperlich ja, aber das Gehirn verarbeitet eigentlich in der gleichen Geschwindigkeit wie tagsüber. Okay. Ja. Und bei dem Schlafen jetzt, also du ziehst dann diesen Neos an und dann schnarcht der Körper auch nicht mehr oder schnarcht er trotzdem und du schläfst halt trotzdem tiefer oder was? Genau, also beim Schnarchen haben wir auch deutliche Verbesserungen. Thema, absolut, genau. Schnarchen ist letztlich auch wieder eine körperliche Disbalance. Also es gibt andere Faktoren, auch noch Übergewicht und so weiter. Ne? Aber grundsätzlich, wenn jemand schnarcht zum Beispiel, hat der eine Disbalance in der Muskelspannung. Ne? Und nachdem wir mit dem Neos einfach die körperliche Regulation anteasern, verändert sich auch das Schnarchen. Haben wir also ganz klares Feedback auch in der Studie von, weil das haben wir natürlich abgefragt bei den Teilnehmern. Und wenn das Schnarchen sich verändert, dann gibt es ja auch keine Atemaussetzer mehr, oder? Genau, also so weit gehen wir im Moment noch nicht, weil wir noch wir haben keine Studie in einem Schlaflabor gemacht. Ne? Das ist jetzt der nächste Schritt, der ansteht. Ja. Da reden wir gerade mit der Uni Frankfurt, weil da wird es dann natürlich spannend. Das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, weil das ist auch wirklich ein gesundheitsgefährdendes Thema, ne? diese Atemaussetzer. Vor allen Dingen die Leute, die dann wirklich im Schlaflabor waren und dann diese Maske bekommen, das ist ja wirklich sehr einschränkend beim Schlafen. Ja. Da liegst du dann wie so Darth Vader. Genau. Also wir hatten Teilnehmer, die mit Schlafmaske unterwegs waren und die auch deutliche Verbesserungen hatten. Ne? Also da werden Vitalwerte auch gemessen im Normalfall. Ne? Wenn man mit der Maske schläft, der zeichnet dann quasi Atemrhythmus auf. Also da haben wir schon Verbesserungen gesehen. Ja. Okay, super. Echt klasse. Jetzt so, du hast dich viel mit Schlaf beschäftigt. Was ist denn der ideale Schlafzeitraum? Macht es Sinn, durchzuschlafen, 8, 9 Stunden oder ist es auch wieder vom Alter her abhängig? Was sind da so deine Erkenntnisse? Genau, also ich sage mal, da gibt es jetzt verschiedene Aussagen dazu. Also man spricht bei einem gesunden Erwachsenen von 7 bis 8 Stunden Schlaf. Ne? Das wäre eigentlich so das, was man als optimal bezeichnen würde. Das Problem ist aber auch, dass man das wieder nicht pauschal umlegen kann. Es gibt Menschen, die brauchen 9 Stunden Schlaf. Es gibt aber auch welche, die brauchen nur 6 Stunden Schlaf. Ich glaube, ein zentraler Punkt ist doch auch, dass man vor Mitternacht einschläft, oder? Genau, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr förderlich. Ne? Also das ist auch wirklich medizinisch und auch neurowissenschaftlich eindeutig bewiesen. Wenn ich quasi vor Mitternacht, also ich sage mal am besten zwischen 10 und 11 Uhr zu Bett gehe, dann habe ich auf jeden Fall eine tiefere Schlafphase. Das ist sehr, sehr interessant. Ich kann es eigentlich sogar noch einfacher auf den Punkt bringen. In der indischen Medizin sagt man, das optimale Schlafverhalten ist, mit Sonnenuntergang ins Bett zu gehen, mit Sonnenaufgang aufzustehen. Ne? Ja. Jetzt sagen manche, die gar kein Gefühl dafür haben, also ich habe da auch dazu gehört, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja viel zu lang. Stimmt aber gar nicht, ja? Weil wenn du, ich sag mal, in der Sommerzeit um 10 Uhr zu Bett gehst als Beispiel, dann ist der Sonnenaufgang schon um 5:10 Uhr oder 5:15 Uhr. Ne? Und ich habe das auch ausprobiert selber, es ist sehr, sehr spannend. Also dieses Anpassen an natürliche Rhythmen ist schon faszinierend. Ich muss aber auch dazu sagen, in unserem Lebensumfeld oder auch in meinem fast nicht durchführbar. Ja, vor allen Dingen ist natürlich, man hat aber auch wiederum die entgegengesetzte Erkenntnis zum Beispiel, dass der Körper auch erst so ab 9 leistungsfähig wird, gerade für die Schüler. Also, weißt du, was ich meine? Es kommt aber immer auf den Zeitpunkt des Aufstehens drauf an. Ne? Okay. Also das muss man dann mit berücksichtigen. Also wenn unsere Kinder um 5 Uhr mit dem Sonnenaufgang aufstehen, dann sind die auch um 7:30 fit in der Schule. Ganz genau. Ich werde das mal so weitergeben. Gib das mal so weiter. Ja. Okay. Und was natürlich ein Riesenproblem ist, das muss man auch ganz, ganz deutlich, also habe ich auch mehrere Studien dazu ausgewertet, muss man ganz deutlich sagen, ist diese Beeinflussung durch digitale Geräte. Also das heißt, abends einschlafen mit
mit dem Handy in der Hand oder eben Fernsehschauen bis zum Schluss. Ne? Das macht tatsächlich mit der Hirnaktivität auch was. Das heißt, wir haben blaues Licht, wir simulieren eigentlich Tag, ja, und verschieben sozusagen dann eigentlich in die Nacht hinein den Prozess, wo eigentlich schon Melatonin ausgeschüttet werden sollte. Ne? Also Melatonin zur Erklärung ist im Prinzip das Schlafhormon. Ne? Und ich brauche eigentlich eine halbe Stunde, damit es ausgeschüttet wird, damit ich dann in diesen Schlaf hineinrutsche. Ne? Und das nehmen wir uns häufig durch die Anwendung von solchen Geräten. Ja. Man könnte aber zumindest mal dieses Blaue abstellen. Ich glaube, das ist möglich jetzt mittlerweile bei den Geräten. Bei vielen neuen Geräten, genau. Weil man sich da jetzt auch die Folgeklagen damit ersparen möchte. Ja. Genau. Weil die wissen schon, dass das gefährlich ist. Genau, aber geht natürlich weiter. WLAN-Frequenzen oder Handynetz, ne, wenn ich das am Bett liegen habe. Also das beschreibe ich eigentlich auch in dem Buch alles, habe das auch mit Zahlen belegt. Also man kann sich das wirklich angucken, was das mit unserem Gehirn tut. Wer das verstanden hat, ist dann vielleicht auch bereit, ein bisschen auf sowas zu verzichten. Ja. Und dein Neos, den trägt man ja auch nachts am Körper. Hat der jetzt irgendeine negative Auswirkung, wenn wir jetzt gerade von so... Absolut, genau. Also man kann ihn tags oder nachts tragen, auch im Schlaftraining. Es geht eigentlich dabei nur um das Mentalsetting. Aber der Neos selber hat keine Strahlung. Also das heißt, wir haben 2 kleine Blättchen. Das ist eigentlich ein Lautsprecherprinzip, nur auf Ultraschallbasis. Und das bringen wir per Schwingung auf den Körper. Na, das Ganze kommt aus der Delfinforschung. Man kennt ja so Berichte, behinderte Kinder oder so mit Delfinen in der Therapie. Ja. Daraus kommt es auch. Also eines der Patente, auf denen ich aufgebaut habe, ist aus der Delfinforschung gewesen. Na, und damit bringen wir eine Schwingung auf den Körper, die den Körper in der Aktivität ausgleicht, also reguliert. Jetzt habe ich ja vorhin, bevor wir unser Interview gestartet haben, hatten wir ein Problem mit deinem Mikrofon, weil dein Neos war zu laut, Wassergeräusche gemacht hat. Und ich dachte gerade, dass wir einen Wasserschaden hatten. Aber ich fand es so schön, was Wasser bedeutet. Also wenn du das nochmal erklären könntest, ich glaube, das ist für den Zuschauer auch interessant. Gerne. Also die Mentaltrainings, die wir über Neos verwenden, sind immer maskiert mit einem Wasserplätschern. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund, weil Wasser, also fließendes Wasser, wenn wir uns an so einem Flüsschen oder sowas bewegen, reagiert der Körper darauf mit einer höheren Durchflussgeschwindigkeit. Also das heißt, das Blut fließt besser, auch Gedanken fließen besser, weil fließendes Wasser ist einfach in Fluss. Ja? Und deswegen verwenden wir das als zusätzlichen Effekt, um den Nutzer mehr in Fluss zu kriegen, mehr in Dynamik zu kriegen. Ja. Okay, das bedeutet also, wenn der Neos jetzt so ein Programm parallel abspielt, wo es um kernige Themen geht, sagen wir mal, was einem vielleicht anspruchsvoll ist, so vom Lösungsansatz her, dann sorgt dieses Plätschern, genau, dass das besser reinfließt. Dass das alles abgebaut werden kann, diese Konflikte. Und dieses Nachts des Neos, diese 3 Punkte in Einklang bringen. Löst man da auch Themen oder ist es wirklich nur, damit man schlafen kann? Nee, man löst auch tatsächlich wirklich Themen. Also das ist vom Ansatz her so, dass du den Neos eben 8 Stunden trägst wieder. Ne? Du hast dann wirklich Kernsätze. Ach, du kannst ihn auch tagsüber tragen? Genau, du kannst ihn tags oder nachts tragen. Wenn ich ihn fürs Schlafen benutze, also zum besser Schlafen, kann ich es auch tagsüber? Ganz genau. Okay, im Büro oder? Völlig egal, ganz genau. Aber auch nachts zum Schlafen kannst du ihn natürlich auch benutzen. Okay. Ne? Und da musst du das so verstehen, du hast jetzt Kernsätze, 10, 15 Kernsätze, das wechselt immer wochenweise, dieses Programm. Ne? Das ist aufeinander aufbauend mit diesen 7 Schritten. Und dann hörst du abends zum Einschlafen über die Ohren immer eine Meditation. Und da wird dieser Inhalt bewusst verarbeitet. Ne? Also das heißt, ich schlafe mit der Meditation ein und über den Neos tue ich das manifestieren. Also ein Beispiel, zum Beispiel einer dieser 7 Schritte ist, den Kampf gegen die Schlaflosigkeit zu beenden. Ne? Weil umso mehr Druck ich mache, ich will ja schlafen, das nervt mich, ich kann das nicht mehr. Ne? Das nehmen wir dann zum Beispiel raus. Das ist für viele Teilnehmer am Anfang sehr kirre, weil sie sagen, ja, aber ich will das ja nicht und jetzt muss ich das plötzlich akzeptieren, dass ich nicht schlafe, ne, als Beispiel. Ne. So, dann drehen wir sozusagen das Mentalsetting dazu um. Und das mache ich dann beim Einschlafen über die Trance und eben über den Neos. Ne. Und dazu tue ich alleine über den Neos den Körper regulieren in seiner Aktivität. Und das führt dazu, dass ich deutlich besser schlafe.
Welche Regulierungsprozesse sind es dann genau im Körper? Genau, also zuallererst gleichen wir die Gehirnhälften aus und über den Hirnhälftenausgleich, also die Regulation der Hirnaktivität, wir fördern Alpha-Theta. Das sind so diese Bereiche, das Gehirn hat ja Frequenzen. Ne? Also wenn ich hoch konzentriert bin, habe ich zum Beispiel Beta-Aktivitäten. Wenn ich sehr entspannt bin, ruhig bin, habe ich eher Alpha-Theta. Und das erzeugen wir ganz gezielt mit Frequenzen über den Neos und damit tut sich innerhalb von 10, 12 Minuten das Gehirn einfach ausgleichen in der Aktivität. Ich werde ruhiger und am Gehirn hängt ja das Nervensystem. Das heißt, das vegetative Nervensystem fängt dann innerhalb von weiteren 10, 15 Minuten an, sich auch auszugleichen. Ne? Also ein Beispiel, wenn jemand so Restless Legs hat, so zuckende Beine oder so, ne? Das hört innerhalb von 15, 20 Minuten auf, als Beispiel. Ne? Weil das ist eine reine Nervenstimulation, dieses Zucken der Beine. Und wenn ich den Körper entspanne, dann hört dieses Zucken zum Beispiel auf. Ne? Gibt es da auch Erkenntnisse bei Parkinson? Also das ist jetzt wieder eine sehr manifestierte Form von körperlicher Disbalance. Ne? Das geht in der Regel über Jahrzehnte. Also wir haben Menschen, die den damit einsetzen, aber unter ärztlicher Begleitung. Ja, super. Aber zumindest mal ist es ein Werkzeug, genau. Also es richtet ja keinen Schaden an. Nee, genau. Ne, auch bei Schlaganfall zum Beispiel oder wenn jemand Chemotherapien kriegt, dann das in der Begleitung einzusetzen. Aber das machen alles Ärzte dann, ne? Weil ich bin kein Arzt und darf sowas eigentlich auch nicht aussagen. Aber wenn es da Ärzte gibt, die damit arbeiten, ist natürlich super vom Thema her. Und jetzt haben wir Verbesserung von Blutdruckgeschichten, dann Schlaf, Atem. Was habe ich noch vergessen? Gibt es noch was, was jetzt gerade bei dem Thema Schlafen noch... Genau, also beim Schlafen ist eben sehr spannend das mentale Konzept dahinter. Ne? Also das heißt, es ist ein Coaching, das geht in der großen Version über 6 Monate. Das heißt, ich begleite die Leute wirklich 6 Monate lang Schritt für Schritt, also durch diese 7 Schritte quasi das Schlafmuster wieder herzustellen. Und am Ende widmen wir uns 2 Monate lang der Frage, was ist dein Lebenstraum und dein Lebensziel? Ne? Also dann geht es nicht nur ums Schlafen, sondern es geht auch ums ganze Leben. Genau. Weil das Spannende ist, wenn jemand ein klares Lebensziel hat und einen klaren Lebenstraum, dann ist der tagsüber sehr erfüllt mit dem, was er tut. Ne? Dann geht er nach Hause, legt sich erfüllt ins Bett, sagt, oh, das war heute ein super Tag, ich kann loslassen, weil ich meinen Lebenstraum, meine Lebensziele verfolge. Ne? Und am nächsten Morgen steht er hochmotiviert wieder auf und sagt, es geht los. Ne? Und da ist natürlich für jemanden, der sowas dann bearbeitet, halt vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, dass der dann Veränderungen in seinem Leben vornimmt und sagt, vielleicht ist es nicht meine berufliche Laufbahn, vielleicht ist es nicht die partnerschaftliche Situation, die ich mir wünsche. Ne? Und dann kommt er aber über die Veränderung des Schlafes, hat er die Kraft, auch diese Veränderung im Leben durchzuführen. Wow, ja, das ist ja wirklich ein richtiges Gesamtpaket. Absolut. Wenn man sich darüber informieren möchte, wo kann man sich da Infos holen? Genau, also oder dein Buch? Genau, das Buch gibt es im Buchhandel, wobei also mehr bei so Online-Buchhändlern, sage ich jetzt mal, da kann man das bestellen. Auch bei uns auf der Seite, über Neos TV kommt man auf die Firmenwebseite, dort kann man sich dann auch die Bücher bestellen. Wie heißt denn dein Buch? Endlich wieder gut schlafen. Schön. Genau, also ganz einfacher Titel eigentlich. Ja, endlich wieder gut schlafen. Genau. Super. Ja, tolle Arbeit, die du da machst. Echt Dankeschön. Spitze. Vielen Dank, dass du heute da warst. Und bis bald, lieber Joshua. Dankeschön. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wer weiß, hat der ein oder andere von Ihnen auch Schlafprobleme. Wie wir schon gehört haben, 80% leiden unter dieser Problematik. Und wenn es dafür Lösungen gibt, die wirklich ohne Eingriff, ohne Medikamente zu bekämpfen wären oder wieder in Einklang zu bringen und dabei noch das Lebensziel mit zu integrieren, was ja auch wunderschön ist. Ich hoffe, Sie konnten da was mitnehmen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.